Alexandra, frage die Karten, zeigen mir einen Weg. Hallo zusammen, ihr Lieben, willkommen zum Wochenorakel. Ich habe ja diese schöne altbackene Karten vom Los Scarabeo Verlag, Grand Tableau, und die nehme ich heute mal wieder. Ich habe Lust dazu. Es ist Retro und wir schauen, was uns die Woche erwartet fürs Kollektiv. Ihr könnt wie immer noch dranbleiben am Ende. Wenn es zu lang dauert, der kann hier die Geschwindigkeit hier in diesem Display ein bisschen erhöhen. Und ich sage danke für alle Spenden, für alle Likes und für jeden wertschätzenden Kommentar. Und wir legen los. Es geht um Neubeginne jeglicher Art, es geht um Austausch mit Kindern. Diese Neubeginne sind so, dass sie vom Außen angeschoben werden, ne? Also ist vieles aus der Öffentlichkeit oder in die Öffentlichkeit. Es kommt ein bisschen an, dass man sich vielleicht auch ein kleines bisschen mehr zeigt und präsentiert. Und es ist eine Sache, die sehr viel Unklarheiten beseitigt oder aus dem Nebel treten lässt, wo man langfristig hinsegeln will. Also ein Neubeginn ist auf dem Weg. Manche sagen, ja, Neubeginn, wie oft gibt es den Neubeginn? Ja, den gibt es jeden Morgen, wenn ich die Augen aufmache, habe ich die Wahl zu entscheiden, in welche Richtung ich mich bewege. Hier ist vielleicht auch Langfristigkeit nicht so wichtig. Es geht mal um den kleinen Moment, um das Hier und Jetzt. Es geht um Liebesangelegenheiten. Es geht um die Dinge, die man noch mit Liebe macht, aus dem Herzen heraus. Und ich habe für ein oder anderen das neue Verliebtsein, kann in ein Projekt sein. Es liegt hier im Haus des Hauses, in etwas in der Umgebung, etwas in der Wohnung. Und ja, es ist so gewollt. Es kann sein, dass es so nicht ganz durchsichtig ist für die längere Zeit, aber das muss es auch nicht. Hier ist so angezeigt, plane mal im Kleinen und schau dir an, wie sich diese Veränderung entwickelt. Es ist an sich eine schicksalshafte Veränderung, vom Außen sehr mitgeprägt, da können wir nichts tun. Es kann ja auch sein, der ein oder andere verliebt sich hier tatsächlich neu oder hinterfragt eben Liebesdinge. Es ist eine genesende Veränderung auf jeden Fall und eine Veränderung, die Blockaden bröckeln lässt. Es ist an der Zeit. Es ist an der Zeit für Kleinigkeiten. Wir haben das Gegenüber im Haus der Blumen. Wir haben den Bären daneben. Hier, das zeigt sich in der letzten Zeit auch so oft, gibt es entweder Sachen, die aus der Vergangenheit abgelöst werden oder die Vergangenheit taucht nochmal plötzlich auf. Es kann auch nur als Trigger sein. Es kann auch die Vaterfigur sein und es erinnert dann an die Kindertage. Es kann aber auch tatsächlich sein, dass man in einer Situation ist, wo man sich zwischen zwei Personen entscheidet, an die man gebunden ist. Ja, oder wo man an sich versucht, andere Wege zu finden im Bereich Beziehung, Vertraglichkeit, Verbindung an sich. Beim einen oder anderen stehen tatsächlich Leute auf dem Plan, die von außen plötzlich ins Leben kommen und man überlegt dann, welchen Weg man geht. Diese Entscheidungen sind hier ein bisschen verbunden auch, dass man einen inneren Kampf hat oder dass es auf die Familien mitwirkt oder aber auch, dass sich Entscheidungen, wenn man sie fällt, auf die Familie mit auswirken könnten. An sich ist es aber auch so, dass es aus einer Situation, bei der man schon länger kämpft und nicht vorankommt, in ein Gleichgewicht geht, einen Kampf beendet. Es können ja auch Dinge sein, die haben mit der Berufung zu tun, dem Beruf, mit dem Thema, an was arbeite ich, was nicht richtig ist oder wo ich in einem Kreislauf gefangen bin.
Wir selber liegen im Haus der Sterne. Ne? Wir schauen in den Reiter rein. Hier können auch Gespräche anstehen. Der Reiter liegt im Haus des Bären. Mit einem Chef, mit einer Figur, die Vertrauen mitbringt oder die das Vertrauen abfragt. Im Prinzip ist es so, dass wir hier auf eine ausbalancierende Kraft gucken, durch die Änderungen, die hier liegen, durch Gespräche, die wir führen. Wir selber liegen im Haus der Wunscherfüllung. Wir korrespondieren mit dem Partner oder mit Yin und Yang, ne? Mit der ausgleichenden Energie. Hier erblüht vielleicht auch jeder auf seine Weise und das ermöglicht ein neues Verliebtsein in eine Person, Sache, Situation, Weg. Hier wird der Weg frei und man kann gehen. Man ist auch ein bisschen begünstigt. Für viele ist es so, dass sie tatsächlich, ich muss es halt sagen, es ist nicht immer alles nur schön, den Gedanken haben, sich zu trennen oder Trennungen überwinden oder Sachen besprechen, die mit ausgleichender Energie zu tun haben, von Ämtern, Behörden, die mit dem Thema Geld zu tun haben. An sich ist man hier aufbruchsbereit. Ne? Man ist auf seinem Weg in die Veränderung zur Unabhängigkeit, auch zur finanziellen. Für die Selbstständigen hier können Veränderungen am Bereich der Selbstständigkeit sein, die mit Möglichkeiten verbunden sind, die Finanzen ein bisschen aufzudröseln. Ich sehe hier viele Kontakte oder auch Entscheidungen, die anfallen, die auch minimalisierend sind. Das heißt, dass man eben die Vitalität besser anpasst dem, was man arbeitet. Denn ich habe es hier doppelt und dreifach. Es ist hier nicht die Zeit, wo man langfristige Dinge plant, sondern man lebt in Hier und Jetzt. Man verändert Kleinigkeiten, die nachher große Wirkung haben. Man versucht wieder in den Flow zu kommen, man nimmt Fahrt auf. Und durch dieses peu à peu, Step by Step, entwickelt sich nachher das große Ganze. Ne? Ich habe für einige von uns auch Personen mit an Bord, die am beruflichen Bereich Möglichkeiten mitbringen. Das kann hier einmal die Cheffigur, irgendeine Autoritätsfigur sein. Hier haben wir die Schlange dabei. Es können auch Aufträge oder Absprachen sein mit weiblichen Personen. Für viele kann es so sein, dass sie irgendjemanden pflegen. Hier wäre es die Mutterfigur, die Freundin, irgendwas. Und man kommt so ein bisschen in den Konflikt zwischen der Zeit, die man dafür verwendet. Also man bearbeitet etwas, man braucht vielleicht viel Zeit und kommt dann mit seiner eigenen beruflichen Qualität wie nennt man das? Man kollidiert damit, man muss ein bisschen die Zeit einteilen, in Konflikt. So. Dann habe ich hier die Finanzen, egal was jetzt hier unten noch kommt, es entwickelt sich etwas oder es wird etwas vorbereitet im finanziellen Bereich, was sehr viel Klarheit mitbringt, was vielleicht auch Austausch mit Beratern, Ämtern, Behörden mitbringt oder die Selbstständigen. Hier sind es die Berater der Finanzen auf jeden Fall. Und ich habe die Sterne in der Spiegelung. Also es scheint sich hier finanziell etwas zu klären. Kann auch die eigenen Kinder betreffen, Ausgaben für Mitarbeiter, die man hat zum Beispiel. Das Thema Treue, Freundschaft, Loyalität ist hier sehr wichtig. Möglicherweise haben wir hier so Herzensmenschen, die Kontakt aufnehmen oder die über uns nachdenken oder die aus einem Rückzug wieder Kontakt aufnehmen. Ja, das Geld liegt hier noch mit der Sonne. Ne? Also hier kommt irgendein Dreh, der Veränderungen mitbringt, der uns zugutekommt.
Was hier sehr wichtig ist für uns, tatsächlich habe ich das zweimal. Hier ist das Haus der Nachrichten. Hier liegt das Buch drin. Ne? Einstals, die Nachricht liegt auch noch oben. Kann es hier so sein, dass uns gute Nachrichten erwarten? Aber ich habe auch den Fuchs auf der Spiegelung. Ne? Also genau hingucken, zwischen den Zeilen lesen, nicht alles glauben, nicht allem Vertrauen schenken, das Wohle aller betrachten. Hier ist im Haus des Gegenübers die Sense drin. Also hier kann schon das, was ich hier oben gesagt habe, auch mal sein, dass man entweder plötzlich wieder zueinander findet oder dass man irgendwelche Schnitte macht. Das Trigger sind aus dem Bereich von Eifersüchteleien, verletzte Liebe und man fragt sich, auf welchem Konstrukt baue ich meine Liebe oder ist meine Liebesangelegenheit gebaut. Hier sieht man Umbrüche am finanziellen Bereich, einen schnellen Weg aus der Stagnation raus. Es kann sein, dass es Schwierigkeiten gibt im finanziellen Bereich und hier ermöglicht sich ein neuer Weg, eine neue Möglichkeit, um genau diese Schwierigkeiten auch zu verabschieden, ne? An denen man sehr schwer gearbeitet hat. Einige werden hier mit dem Thema Liebeskummer konfrontiert sein oder mit so Sachen, die am Herzen nagen. Hier ist es ganz wichtig, das ist eine Woche, wo viele Konflikte gelöst werden und wo Neubeginne im kleineren Bereich angezeigt sind, die viel Frieden mitbringen. Und wenn wir jetzt mal mit den Fischen davon ausgehen, dass auch unser Seelenkonstrukt leidet oder verletzt ist, haben wir hier viel Instruktion, viel Gespräche, die Schwere mitbringen, aber auch erleichternd sind, die Geheimnisse lüften, die eine schnelle Ernte möglich machen oder sogar ein schicksalshaftes Geschenk. Und hier lohnt es sich wirklich, sich durchzubeißen, auch weil wenn wir hier schwierigere Sachen austragen, kriegen wir hier die Ernte, das Geschenk, eine kreative Lösung, das neue Türen öffnet und mit Sicherheit kommt und uns auch emotional entlastet. Ne? Ja, das Berufliche ist hier so, dass einige Verstrickungen rausgehen, dass man vielleicht auch hier guckt, wo möchte ich mehr Ehrlichkeit für mich in meinem Leben, wo erkenne ich ehrlich, wo ich beruflich stehe. Aber man sieht hier tatsächlich etwas weggehen und etwas Neues, Verbindliches auf den Weg kommen, das sehr viel damit zu tun hat, dass man finanzielle Ängste in der Vergangenheit lassen kann. Denkt daran, wir liegen im Haus der Sterne, das ist auch da, wo die Wünsche sich erfüllen, wo man irgendwo sich rausnimmt, wo man unabhängiger ist, wo Dinge sich glücklich auch fügen. Ja, guckt mal, da brauche ich, glaube ich, nicht mehr so viel dazu sagen. Wir haben die Erfüllung und wir haben die Tatkraft. Ne? Hier sind Wolken, das haben wir hier schon. Und da ist es so, dass man nicht bis zu Ende durchblickt, wo man ankommt. Aber das muss man hier nicht. Das sind Kleinigkeiten, die man anpackt, die dann alles verändern, nennen es Dominoeffekt. Hier ist es auch so, dass es eine sehr energetische Zeit ist, weil eben Veränderungen raufziehen und man spürt es schon. Und es ist eben wichtig, dass man zur Tat schreitet, dass man Schritte macht, dass man einen klaren Blick hat, dass man seiner Bestimmung folgt. Und das ist jetzt wirklich so genial, weil es bestätigt das Blatt. Die Karte sagt einfach, es ist nicht erforderlich, dass wir über unsere Entscheidungen 100%ig sicher sind, sondern dass wir überhaupt entscheiden oder sich nicht zu entscheiden, ist ja auch eine Entscheidung. Ne?
So, und wenn wir dann mit Tatkraft unsere Dinge in die Hand nehmen, kommen wir hier zur Erfüllung. Das ist auch wiederum spannend, denn wir liegen ja hier im Hause der Wunscherfüllung drin. Und die Karte sagt, es ist egal, was gerade um uns rum ist. Wir dürfen unsere Achtsamkeit auf das Üppige lenken, Freundschaften pflegen, Erfüllung finden, auch mit Menschen. Und wir dürfen das weglassen, was uns nicht stärkt oder was uns Energie entzieht, also so dieses seelische Aufblühen. Hier ist auch, der Pfirsich bedeutet auch Genesung, ne? Es wird besser, man fühlt sich vitaler und man darf sich auf sein Dasein einlassen. Und es geht um ein neues Projekt und guckt euch das an, das Kind liegt hier am Anfang. Und wenn man hier ein neues Projekt, eine neue Beziehung, ein neuer Vertrag, was auch immer in jedem Leben ist, stehen die Zeichen einfach auf Erfolg. Das lasse ich so stehen. Ihr dürft jetzt noch wählen. Ich bin durchaus zufrieden. Ich drücke euch und bis bald. Hier bin ich wieder. Wir machen unspektakulär weiter. Ich nehme jetzt mal ein Krafttier zum Auswählen noch. Hier draußen pfeifen die Vögelchen so schön. So, ihr Lieben, ich lege heute mal nichts dazu. Wir machen es mal mit der Intuition. Und ihr dürft wählen. Ich nehme rechts. Das ging heute sehr schnell bei mir. Wir haben den Koala mit der geistigen Öffnung. Auch hier wird wieder gesagt, weniger ist mehr, ne? Manche Dinge passieren über Nacht oder reparieren sich im Schlaf. Hier ist es wichtig, Ruhe zu behalten, beständig zu sein, kontinuierlich weiterzugehen. Dann haben wir hier auch den Erfolg. Ich glaube, das Bewusstsein verändert sich hier auch kontinuierlich und man hat so dieses Ding, wenn man etwas im kleineren Bereich rausnimmt oder weniger macht, dann kann man hier kontinuierlich auch weitermachen und zum Erfolg kommen und das auch mit mehr Leichtigkeit. Man hat ein anderes Lebensgefühl, ein Gleichgewicht. Hier ist das Element Wasser, wir haben Fische, Krebs und Skorpion mit dabei. Wir haben den Engel des Loslassens. Dinge loszulassen hilft dir, dich von Ballast zu lösen und deine Seele zu befreien. Hier kann es auch sein, dass man etwas, was viel Anspannung mitbringt oder Unstimmigkeit oder Anspruch auch loslässt. Sei es ein Streit, Liebeskummer oder eine bedrückende Situation, löse gedanklich diese Verbindungen und gib die negativen Gefühle frei. Loslassen bringt alles ins Fließen und macht dich glücklich und zufrieden. Dein Engel wird dir dabei helfen, dich von vielen Dingen zu befreien oder dich von Menschen zu trennen, die dir nicht gut tun. Wir haben die Durchhalteparole, wir schaffen das. Ganz wichtig ist hier, dass wir kontinuierlich daran arbeiten, dass andere uns nicht das wegnehmen, was wir brauchen, ne? Egal was es sein kann. Hier darf man sich auskurieren, sich mit seinen Dingen beschäftigen. Die Koalas schlafen unheimlich viel, bis zu 20 Stunden am Tag. Da könnte ich mich gerne anschließen. Und wenn der Koala ins Leben kommt,
Dann ist man auch aufgefordert, sein Revier zu pflegen, sich auf familiäre Dinge zu besinnen, Pause zu machen, sich nur auf eine Sache zu konzentrieren. Ne? Wie beschäftigt sind wir immer alle. Ich muss kein Multitasking mehr machen, ich kann es auch gar nicht mehr, früher war es kein Problem. Und es geht darum, sich Plätze oder Auszeiten zu verschaffen, die Ruhemöglichkeit mitbringen. Der Erfolg kommt hier sowieso, wir schaffen das. Ne? Gucken wir uns die andere Seite an. Ihr habt die Gazelle, die Antilope. Das ist auch so Neubeginnsströmungen. Ne? Hier ist auch so, dass das Licht ist jeden Morgens, das ist das, was ich zu Anfang gesagt habe. Wenn wir aufwachen, haben wir immer jeden Tag die Chance, alles neu zu beginnen. Das ist hier die Ausgangsposition. Und wenn ihr euch hier öffnet und Befreiung fühlt, könnt ihr auch wieder große Schritte oder Sprünge machen. Bei euch ist es ganz wichtig, dass ihr zu eurer Ganzheit zurückkehrt. Wir haben hier die 33 mit dabei. Ne? Das ist so eine besondere Aufgabe. Die Energie ist besonders tiefgründig. Man kann vielleicht einen Bewusstseinssprung sogar machen. Man ist Lehrer für etwas, man hat eine Lehraufgabe. Die 3-3 ist für mich natürlich immer auch das göttliche Ja und ja, einfach toll. Man sieht es bei euch vor allem im Bereich der Emotionen. Ihr habt dabei, also emotionales Ganzsein, das Element Wasser, Fische, Krebs, Skorpion. Ihr habt das 9. Haus mit an Bord, da geht es um die Religion, eure Werte, die Ethik, um den tieferen Sinn des Lebens. Das ist ein Haus des Elementes Feuer. Ihr wisst ja immer auch, das Wasser löscht das Feuer. Und manchmal ist es auch gut so, weil man überhitzt ist mit irgendwelchen Themen. Hier haben wir noch wieder Schütze und Löwe Energie. Es wird so sein, dass ihr aufatmen könnt. Und ihr habt den Engel der Vergebung dabei. Ein Schritt auf dem Weg zum inneren Frieden ist die Vergebung. Dies bedeutet nicht, dass man Fehlverhalten entschuldigt oder jemandem Recht gibt, obwohl er im Unrecht war. Es ist vielmehr eine Geste für dich, die dafür sorgt, dass du Frieden schließen kannst. Mache dich also von allen Verletzungen der Vergangenheit frei, so wird eine große Last von dir abfallen. Sei dir sicher, dein Engel steht dir bei. Ihr Lieben, welch eine schöne Botschaft für uns. Ich wünsche euch jetzt eine schöne Woche. Ich drücke euch und bis bald.